Manchmal genügt ein Raum voller Menschen, damit du spürst, eine Person zieht die Aufmerksamkeit auf sich, ohne ein Wort zu sagen. Nicht, weil sie besonders laut ist, nicht, weil sie sich in den Vordergrund drängt, sondern weil etwas an ihr unverrückbar wirkt. Vielleicht kennst du diesen Moment. Du hast die besseren Argumente, das größere Wissen, die klarere Sicht, aber trotzdem hörten am Ende alle auf die andere Person. Die einfach da saß, sicher, still. Und die ganze Situation für sich entschied. Was macht diese Menschen so stark? Wie entsteht eine Präsenz, die kein Laut braucht, aber alles verändert? In diesem Video geht es nicht um Tricks, sondern um innere Gravitation. Eine Art psychologischer Autorität, die nicht laut ruft, sondern still wirkt. Und genau dadurch so mächtig ist. Ich zeige dir heute, wie du aufhörst, Energie zu verlieren und beginnst, psychologische Dominanz aufzubauen. Nicht durch Lautstärke, sondern durch bewusste Klarheit. Denn echte Stärke beginnt im Inneren, lange bevor du den Raum betrittst. Die meisten Menschen betreten einen Raum und scannen sofort. Wer mag mich? Wer nicht? Wo gehöre ich hin? Das ist kein Zufall. Wir wurden dazu erzogen, gefallen zu wollen. Unser Nervensystem wurde darauf trainiert, Zugehörigkeit zu suchen, um jeden Preis. Doch psychologische Dominanz entsteht genau dort, wo du aufhörst, nach Zustimmung zu suchen und beginnst, dich selbst als Zentrum wahrzunehmen. Menschen, die innere Gravitation ausstrahlen, haben sich eine Gewohnheit abgewöhnt. Sie erklären sich nicht mehr. Sie betreten einen Raum mit einer Haltung, die sagt, ich bin da und das genügt. Das ist keine Arroganz, es ist innere Verankerung. Sie lassen andere zuerst sprechen, nicht weil sie nichts zu sagen hätten, sondern weil sie beobachten. Sie analysieren, sie warten. Und in diesem Warten liegt Kraft. Denn während die anderen performen, berechnen sie schon den nächsten Zug. Vielleicht hast du es selbst schon erlebt. Du sagst etwas, eigentlich etwas Gutes, doch niemand reagiert. Ein anderer sagt das Gleiche, mit fester Stimme, aufrechter Haltung, und plötzlich bekommt er Zustimmung. Warum? Weil es nicht nur darum geht, was du sagst, sondern wie du Energie hältst, wenn du es sagst. Starke Menschen wirken nicht durch Lautstärke, sie wirken durch Präsenz. Und Präsenz entsteht aus innerer Klarheit. Wenn du weißt, wofür du stehst, musst du es nicht beweisen. Du sendest es aus. Durch deinen Blick, deine Stimme, deine Körpersprache. Viele reden, um Zustimmung zu bekommen. Aber wahre Autorität spricht, um Wirkung zu erzeugen, nicht um sich zu rechtfertigen. Du erkennst Menschen mit innerer Dominanz daran, dass sie ihre Worte nicht verwässern. Keine Füllwörter, keine Ausreden, keine überflüssigen Erklärungen. Wenn sie etwas sagen, lassen sie Raum. Sie lassen Stille zu. Und in dieser Stille geschieht etwas. Die anderen fangen an, sich an ihnen auszurichten. Doch was genau hält dich davon ab, diese Form von Selbstsicherheit zu entwickeln? Und warum sabotieren sich gerade sensible, intelligente Menschen so oft selbst? Das erfährst du jetzt. Denn es gibt einen verborgenen Mechanismus, der dafür sorgt, dass du deine Macht immer wieder abgibst, ohne es zu merken. Er zeigt sich in Momenten, in denen du dich kleiner machst, in denen du deine Meinung zurückhältst, in denen du denkst, vielleicht ist es besser, wenn ich einfach still bin. Woher kommt das? Viele von uns wurden nicht zur Klarheit erzogen, sondern zur Anpassung. Uns wurde beigebracht, freundlich zu sein, ruhig, rücksichtsvoll, aber nicht, wie man Grenzen setzt. Nicht, wie man Präsenz aufbaut, ohne andere zu verletzen. Und so entsteht eine stille Form der Selbstsabotage. Du spürst genau, was richtig wäre. Aber du handelst nicht danach. Du wartest. Du zweifelst. Du passt dich an. Der Ursprung liegt oft tief. Kindheitsprägungen, unausgesprochene Loyalitäten, Ängste vor Zurückweisung oder Liebesentzug. Du hast gelernt, wer deutlich ist, wird abgelehnt. Wer leuchtet, wird beneidet. Wer führt, macht sich angreifbar. Doch das ist ein altes Skript. Und wenn du es nicht bewusst verlässt,
wirst du nie die Rolle spielen, für die du eigentlich gemacht bist. Aber wie sieht diese neue Rolle konkret aus? Wie kannst du Schritt für Schritt lernen, psychologisch souverän aufzutreten, ohne laut zu werden, ohne dich zu verbiegen? Stell dir vor, du betrittst einen Raum, nicht mit Eile, nicht mit Unsicherheit, sondern mit einem klaren inneren Kompass. Du nimmst Platz, ohne dich zu rechtfertigen. Du sprichst, ohne dich zu erklären. Deine Haltung ist ruhig. Dein Blick ist wach. Deine Sprache ist reduziert auf das Wesentliche. Was du damit ausstrahlst, ist nicht Arroganz, sondern emotionale Stabilität. Menschen orientieren sich an dir, weil du dich nicht an ihnen orientieren musst. Und das verändert alles. Denn psychologische Dominanz bedeutet nicht, andere zu kontrollieren. Es bedeutet, dass du dich selbst führst. Klar, bewusst, fokussiert. Du brauchst keine Aufmerksamkeit. Du brauchst keinen Applaus. Du brauchst nur eine Entscheidung, dich nicht mehr zu verraten, nur um dazuzugehören. Aber was ist, wenn du plötzlich herausgefordert wirst? Wenn jemand dich provoziert, unterbricht, in Frage stellt? Wie bleibst du dann in deiner Kraft? Wahre Stärke zeigt sich nicht im Auftritt, sondern im Moment der Reibung. Wenn jemand dich angreift, wartet dein altes Ich darauf, sich zu erklären, sich zu rechtfertigen, zu gefallen. Aber deine neue Identität wartet nicht mehr auf Erlaubnis. Sie schweigt, sie schaut, sie lenkt. Du antwortest nicht automatisch. Du beobachtest. Du erkennst Muster, Trigger, Spielchen. Und genau da liegt deine Macht. Denn wer dich emotional steuern kann, kontrolliert dich. Wer dich nicht mehr steuern kann, respektiert dich oder fürchtet dich. Psychologische Dominanz bedeutet nicht, laut zu sein, sondern so klar zu sein, dass dein Schweigen lauter wirkt als jedes Wort. Wenn du spürst, dass es Zeit ist, nicht mehr zu reagieren, sondern zu führen, dann geh diesen Weg weiter. Lass ein Abo da, wenn du psychologische Klarheit und innere Kraft nicht nur verstehen, sondern verkörpern willst. Und wenn dich jemand gefragt hätte, wie man zur stärksten Person im Raum wird, jetzt hast du deine Antwort.